So, wenn ihr euer Auto gebraucht kauft, schaut immer aufs Kühlmittel, tut besonders im Winter schauen, ob genug Frostschutz drinnen ist. Bei mir hat jetzt minus 11 Grad angezeigt, weil es meistens ein Sommerauto, aber da ist manchmal aber Schönwetter im Winter bewegt, braucht Frostschutz und deswegen habe ich jetzt das ausgesaugt aus dem Kühlmittelbehälter und werde jetzt einfach Frostschutz dazu kippen und dann, wenn sich das alles vermischt mit dem Thermostat, dann sollte es den Gefrierpunkt runtersetzen und ja, also einfach sicherer für den Winter sein. Minus 11 hat es mir davor angezogen, jetzt schauen wir gleich, wie sich dann nach einer, zwei Probefahrten entwickelt. Das ist natürlich nur, wenn man Zeit hat, das zu machen. Wenn man wirklich merkt, es wird sehr, sehr kalt, dann muss man das komplette Wasser ablassen und dann einfach die perfekte Mischung machen. Also perfekt mischen und dann entlüften und das ganze Zeug. Das ist jetzt nur die einfache Variante, wenn man Zeit hat, sagen wir, wenn es jetzt die nächsten Wochen schön sein wird und die bereits vor für mögliche sehr kalte Tage. So, da aufmachen. Nur wenn der Motor kalt ist, dass nichts ausspritzt oder es lässt ihn 10 Minuten stehen. Dann einfach messen. Verwendet es einfach so an. Normales reicht er. Wenn nicht, brauchst du einen Refraktometer, wenn es neuere Kühlmittel verwendet. Aber eigentlich für jedes Auto passt es. Dann, dass es ganz voll ist, ist es wichtig. Dann sorgt es die richtige Temperatur an. Seht, ungefähr minus 25, minus 24. Das ist das Richtige. Hebt den Grad, nicht irgendwie so oder so, aber normalerweise macht es auch keinen Unterschied. Aber so seht ihr die Temperatur richtig. Muss ganz voll sein. Minus 25, davor war es bei minus 11 oder so. Ihr seht also, dass mein Trick funktioniert und das sich ständig vermischt. Ich habe schon 100 Mal gemessen, das mischt sich einfach. Brauchst nicht unbedingt mischen, weil der Motor hat jetzt 8,6 Liter angegeben an Kühlmittel. Und wenn es da fertig mischt und da fast leer Wasser rein ist, dann ändert sich kaum was. Oder ihr lässt halt komplett ab. Aber wer keine Lust hat oder wer sich nicht traut oder bei so einem tiefen Auto oder wer nicht aufbocken will, wer nicht aufbocken kann, das funktioniert bei jedem. Einfach das nehmen. Wenn ihr es den lernen wollt, könnt ihr gleich das hernehmen. Wenn ihr keine Spritzen habt oder sonstiges, dann einfach auspumpen und dann pur Frostschutz rein. Und ja, achtet einfach, dass es den Herstellerangaben entspricht, also Pistale voll oder bei euch, je nachdem wie es bei euch anzeigt, dass man, wenn es kalt ist, also Cold Fill, dass es bis zu der Linie gehen sollte. Bei mir geht es bis zu der Linie, wie ihr sehen könnt. Da ist Kühlmittel, das geht genau bis zur Linie. Achtet dabei immer, dass das Auto auf einer ebenen Fläche liegt und schaut, je nachdem was euer Kühlmittelbehälter oder in eurer Bedienungsanleitung drinnen steht und achtet dabei auf das. Bloß nicht übertreiben, macht es nicht rein bis da voll. Und achtet ja wegen beim Einfüllen und beim Ausleihen, dass nichts daneben geht, für die Umwelt schädlich und das will keiner. Und ja, zu viel kippen, einkippen auch nicht gut, weil dann wird es dann da ausgehen wieder und dann wird es auch wieder in die Umwelt kämmen und das wollen wir nicht. Das heißt, einfach aufpassen, das Alte dann zur Recycling oder zum Recyclinghof mitnehmen oder zur Werkstatt oder was auch nicht zu wem und abgeben und nicht irgendwo ausschütten. Einfach schauen, dass möglichst wenig daneben geht und füllt es dann auf, bis der gewünschte Kühlmittelstand erreicht ist. Und dann sollte es eigentlich passen. Dann einfach Probefahrt machen oder Motor anmachen und laufen lassen, das darf man gesetzlich nicht, deswegen fahren und dann schauen. Ein paar Kilometer mehr, dass sich das alles komplett schön vermischt und dann das gleiche nochmal machen, wenn es nötig ist. Wenn ihr fertig seid, einfach zumachen. Werdet schon merken, sollte eigentlich relativ leicht gehen, teilweise wird es dann fester, aber dann macht es zu, bis es wieder Klick macht oder bis es gar nicht mehr geht. Bei mir geht es einfach gar nicht mehr, ist jetzt unmöglich. Ich würde meine Finger brechen, bevor ich den noch weiter drehe. Ja, so einfach ist das Thema Kühlmittel für den Winter vorbereiten. So, es gibt verschiedene Kühlmittelstandards. Einmal G vom VW, also G11 und so weiter, G12 und G48, G30 vom BASF. Das sind die Hauptbezeichnungen. Es gibt ein paar andere von anderen Herstellern, aber die zwei findet man am häufigsten, die Bezeichnungen für Kühlmittel. Meistens RG, also G12, G12 Plus, G12 Plus Plus und so weiter, G11. Das findet man meistens im Geschäft. Welche sind denn mischbar?
G11 ist mischbar mit G11 logischerweise und mit G12 Plus. Das ist das Einzige, was nur mischbar ist. G12 ist mischbar mit allen mehr oder weniger, außer mit G11. G11 und G12 dürfen auf gar keinen Fall gemischt werden. G12 ist einfach das Einfachste, das ist mischbar mit allen, egal mit welchem Kühlmittel. G12 Plus und so sind die neuen Standards, müsst dann schauen, ob es braucht oder nicht. Aber G12 Plus seid immer auf der ganz sicheren Seite und könnt es bei älteren Fahrzeugen verwenden, 100% ohne Probleme. Wie es bei Oldtimern 50er, 60er ausschaut, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall bis 1996 wurde G11 verwendet. Das ist das, was nicht mischbar mit G12 ist, aber mit G12 Plus. Dann kam G12 eben, das wurde relativ schnell ersetzt durch G12 Plus, weil man gemerkt hat, dass sich G11 und G12 nicht vertragen. Also G12 Plus hat G12 normal ersetzt und ist mehr oder weniger der Standard für die meisten Autohersteller. VAG hat es dann nochmal weiterentwickelt, das G12 Plus zu G12 Plus Plus. Dann bis 2018 wurde es verwendet, dann kam G12 Evo, das ist eine Weiterentwicklung vom G13, was auch 2015 oder so auf den Markt gekommen ist. Das heißt, das sind eher VAG Standards. Die meisten Autohersteller verwenden einfach G12 Plus. Jetzt werde ich euch ein paar unten auflisten, damit ihr seht, was ihr verwenden könnt. Natürlich laut Herstellerempfehlungen. So, da sieht man die verschiedenen Hersteller und welche Standards sie verwenden. Opel bis 2000 G11, danach G12 Plus. VAG hat eben die ganz verschiedenen. Fiat verwendet G12 Plus, Alfa Romeo G12 Plus, die neuen Ford G12 Plus, die neuen BMW anscheinend G11, ist so dargestanden, ist wahrscheinlich so. Peugeot G11 bis heute. Das sind alles Herstellerempfehlungen. Man kann immer G12 Plus oder dann schauen, was man noch mischen kann. Wie schon gesagt, man kann immer neuere Mittel verwenden, aber auf eigene Gefahr am besten, wenn man keine Garantie mehr hat. Wichtig ist die Mischbarkeit beachten oder man verwendet einfach G12 Plus, ist gut, günstig und kann man überall verwenden und braucht sich keine Sorgen machen. Wichtig, aber verwendet es nur, wenn es außerhalb der Garantie seid. Es kann passieren, wenn was ist, dass man die Garantie verweigert wegen dem Kühlmittel, das will keiner haben. Ein bisschen mehr investieren, Ruhe haben. Sonst nach der Garantie machen, was man will. Ja, das war's mit dem Kühlmittelthema. Das ist wichtig im Winter. Achtet aufs Kühlmittel, das euch nicht friert, kann zu schweren Schäden führen oder teuren Schäden. Und das will keiner haben. Da ist Kühlmittel viel günstiger zu kaufen, Frostschutz und das Mischen, ein bisschen Zeit investieren. Und ja, danke fürs Schauen, servus, danke, ciao.